Kannst du dich erinnern an die ganz, ganz dunklen Zeiten von Deutschland zwischen den 1920er und 1950er Jahren? Damals wurden die Massen manipuliert, gelenkt in die falsche Richtung und das war dann das Ergebnis. Und wie es dazu kommen konnte und warum Menschen dann heutzutage sagen, nein, uns kann das heutzutage nicht mehr passieren, das glaube ich nicht. Weil seit 2020 wurden mir, was die Bevölkerung angeht, weltweit einfach die Augen gezeigt und mir wurde bewiesen, dass man alles mit den Menschen machen kann, wenn man sie dann an den richtigen Stellschrauben anzieht. Dementsprechend wollen wir uns doch mal zum Reinkommen, einen kleinen Vorgeschmack zu haben, wollen wir doch mal hier das Video mal laufen lassen und schauen uns das gemeinsam mal an. Viel Spaß mit dem Video. Zusätzlich werde ich am Ende des Videos etwas über das Milgram-Experiment erzählen, was in den 1960er Jahren vollzogen worden ist. Ein Experiment, was Bände spricht. Und falls du es noch nicht kennst, solltest du unbedingt das Video bis zum Ende anschauen, damit du verstehst, warum die Menschen auch heutzutage noch genauso sind wie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren und genau dasselbe höchstwahrscheinlich wieder passieren könnte. Lass mir auch am Ende dieses Videos einen Daumen nach oben da und deine Meinung und ich bin sehr gespannt und teile unbedingt dieses Video, damit mehr Menschen davon erfahren und sich nicht mehr manipulieren lassen. Welche Farbe hat diese Mappe? Grün. Richtig. Wenn heute ein Student zu spät kommt, und das passiert normalerweise immer, frage ich Sie nach der Farbe dieser Mappe und Sie antworten mit Rot. Verstanden? Ja. Hallo? Spät, aber kommen Sie herein. Schön, fahren wir fort. In der Philosophie gibt es Strömungen wie den Positivismus, die keine andere Realität zulassen als Tatsachen. Philosophen wie Auguste Comte sind der Ansicht, dass es Dinge gibt, die so offensichtlich sind, dass sie keinen Widerspruch zulassen. Wie zum Beispiel die Farbe dieser Mappe. Sieh da, welche Farbe hat diese Mappe? Na, rot. Und Sie? Erdbeerrot. Und Sie da, die junge Frau mit dem Kurzhaarschnitt? Weinrot. Und Sie? Rot? Na, rot. Dunkelrot. Rot. Rot. Rot? Und Sie? Erdbeerrot. Also bitte, kann ich jetzt fortfahren? Es ist ja ganz unzweifelhaft eine grüne Mappe. Sie wurden soeben Augenzeugen des erfolgreichen Versuchs, einen Menschen durch den Druck seines sozialen Umfelds so in seiner Entscheidung zu beeinflussen, dass er sich trotz seiner entgegengesetzten Wahrnehmung der Masse anpasst. Okay, aber mir war ja klar, dass das ein Spiel ist. Die Frage war nur komisch, denn es ist ja offensichtlich eine grüne Mappe. Ach, und wenn alle rot sagen, sagen Sie auch rot. Weil ich dachte, es sei eine Laut Übung. Nietzsche gibt es auf der Welt nur zwei grundsätzlich unterschiedliche Menschentypen. Diejenigen, die ihren eigenen Wünschen folgen und diejenigen, die dem Wunsch der anderen folgen. Die ersten sind stark und lassen sich von niemandem regieren. Die zweiten sind schwach und beschränken sich darauf, dem zu folgen, was andere sagen und tun. Seien Sie unbesorgt, das geht uns allen so. Wir sind eben sehr unterwürfig. Und am Ende akzeptieren wir dann alle die Vorstellungen der Mehrheit. Selbst in Deutschland haben die Menschen das geglaubt, was ihnen die Nazi-Propaganda durch ständige Wiederholung eingetrichtert hat. Wie sagte schon Kant in seiner ganzen Verbitterung, der Mensch ist das einzige Tier, das einen Herrn braucht, um zu überleben. Lass mir jetzt schon mal deine Meinung dazu da, was du dazu jetzt schon sagst. Ich finde es wirklich krass. Die Psychologie der Massen. Es gibt auch ein Buch darüber und es ist wirklich ganz, ganz krass. Die Wiederholung ist die Mutter aller Dinge. Wird etwas wiederholt und immer wiederholt, wird wahrscheinlich auch die größte Lüge zur Wahrheit. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich werde jetzt auch hier nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt von dem Milgram-Experiment zeigen.
aber das ganze Video natürlich in dem Fall nicht, weil das würde den Rahmen des Videos sprengen. Nichtsdestotrotz, schau dir das an und wenn du Fragen hast, lass es mich wissen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Als Kurzfassung, in den 1960er Jahren wurde ein Experiment gemacht, um zu zeigen, wie weit Menschen gehen und vor allen Dingen, wie gehorsam sie sind, obwohl sie dadurch andere Menschen schaden und teilweise auch dem Leben einen Strich durch die Rechnung machen. Und dementsprechend bleib dran, schau dir das an und nicht vergessen, teile unbedingt dieses Video und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Monsieur Rivoli? Nein, ich heiße Despaul. Despaul ist mein Name, Professor. Dann müssen Sie Monsieur Rivoli sein. Ja, ich bin Rivoli, Professor. Tja, Monsieur, dann will ich erst mal einige Worte zu dem Experiment sagen, das wir heute durchführen wollen. Es gibt eine Theorie, die bedeutende Psychologen entwickelt haben, die besagt, dass jedes lernfähige Individuum umso wirksamer lernt, je mehr es fürchten muss, dass es für etwaige Fehler bestraft wird. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Die Kinder werden bestraft. Sie werden mit einer Tracht Prügel bestraft, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Die Eltern haben die Hoffnung, dass sie mit der Bestrafung ihre Kinder dazu bringen, das Gedächtnis besser zu gebrauchen. Im Rahmen dieses universitären Forschungsprojektes interessieren nur die Erwachsenen. Wir haben auf wissenschaftlicher Grundlage eine Skala entwickelt, nach der wir in messbaren Werten ermitteln, wie weit Strafe einen Einfluss auf das Gedächtnis hat. Heute wird einer von Ihnen der Schüler sein, der sich bemüht, sich möglichst genau zu erinnern. Und der andere wird der Lehrer sein, der den Schüler dahin zu bringen versucht, das Gedächtnis optimal einzusetzen, indem er jeden Fehler bestraft, wobei die Schwere der Strafen sich steigert. Soweit wäre alles klar, hoffe ich. Nun würde ich vorschlagen, wir ermitteln durch das Los, wer der Lehrer und wer der Schüler sein soll. Da bin ich gespannt. Ja, ich bin der Lehrer. Dann wird Monsieur Rivoli den Schüler spielen. Muss ich mich darauf setzen? Ich bitte Sie darum. Das ist doch nicht etwa gefährlich. Was? Wozu machen Sie das? Damit wollen wir nur eventuelle Verbrennungen verhindern. Aha, ich verstehe. Monsieur, das Prinzip dieses Experiments ist im Grunde genommen sehr einfach. Hier ist eine Liste mit 30 Worten. Jedes korrespondiert mit einem Adjektiv. Himmel, blau, Tier, wild, Wind, heftig und so weiter. Monsieur Despaul, Sie werden Monsieur Rivoli diese 30 Wortpaare vorlesen. Dann werden Sie ihm nur noch das Adjektiv vorlesen und er muss Ihnen aus dem Gedächtnis sagen, mit welchem Wort dieses Adjektiv korrespondiert. Ah ja, ich habe verstanden. Zum Beispiel, wenn ich das Wort blau vorlese, muss er antworten mit dem Wort Himmel. Wenn ich sage wild, muss er antworten Tier. Wenn ich sage heftig, Wind. Sie haben das sehr gut verstanden. Und jedes Mal, wenn Monsieur Rivoli etwas Falsches sagt, müssen Sie ihn bestrafen. Wenn Sie einen dieser Regler hochschieben, bekommt er einen elektrischen Schlag. Beim ersten Fehler bekommt der Schüler einen Schlag von 15 Volt, beim zweiten 30 Volt, beim dritten Fehler 45 Volt und so weiter und so weiter. Wie Sie sehen, sind das jeweils Stufen zu je 15 Volt, die sich addieren, wenn man mehrere Regler aufzieht. Und jetzt, Monsieur Despaul, lesen Sie bitte Ihrem Schüler die Wortpaare vor. Schön langsam und sprechen Sie bitte deutlich, damit er sich alle gut merken kann. Monsieur Flavius wird das Experiment überwachen. Gut. Also, Himmel blau, Tier wild, Wind heftig, Tag frisch, Zitrone gelb, Fisch gegrillt,
Ei hart. Woher bekommen Sie Ihre Kandidaten, Professor? Wir geben eine Annonce auf, etwa so. Wollen Sie dafür, dass Sie eine Stunde Opfern $6 verdienen, etwaige Nebenkosten werden vergütet. Wir suchen Freiwillige für ein wissenschaftliches Experiment, das das menschliche Gedächtnis betrifft. Das war, hat an einem Experiment teilgenommen. Welche Rolle hat er dabei gespielt? War er Schüler oder war er Lehrer? Das hat die Rolle des Lehrers gespielt. Er saß auf dem Stuhl von Monsieur Despaul. Brunnen tief. Brot gebuttert. Geld gezählt. Das war alles. Würden Sie jetzt bitte anfangen, Monsieur Despaul? Das erste Wort heißt blau. Himmel. Himmel, blau. Richtig. Das folgende Wort heißt wild. Gelächter. Gelächter, wild. Nein, das war falsch. Die richtige Antwort ist in diesem Fall Tier. 15 Volt. Das folgende Wort heißt heftig. Heftig. Eine Sekunde, das weiß ich. Atem. Atem heftig. Falsch. Die richtige Antwort ist Wind. Wind heftig. 30 Volt. Überlegen Sie doch erst, bevor Sie was sagen. Sie glauben doch nicht etwa, dass es mir Spaß macht, Sie zu bestrafen. Passen Sie auf. Das folgende Wort heißt frisch. Frisch. Warten Sie. War das nicht Fisch? Oder, Moment, Glauben Sie wirklich ernsthaft, Professor, dass durch die Elektroschocks der arme Monsieur Rivoli ein besseres Gedächtnis bekommt? ich wiederhole nochmal. Bei dem Experiment ist das Gedächtnis von Monsieur Rivoli ohne jedes Interesse für uns. Uns interessiert die Fähigkeit zum absoluten Gehorsam bei Monsieur Despaul. Seine Unterordnung unter einer Autorität. Für Monsieur Despaul wird diese Autorität durch die Universität verkörpert. Durch Professor Flavius und durch mich. Unsere weißen Kittel sind die Symbole dieser Autorität. Wir haben ihm befohlen, einen Menschen, der ihm nichts getan hat, nach einem bestimmten Ritus zu bestrafen. Wie weit wird er diesen schwachsinnigen Befehl ausführen und wann wird er sich gegen die auflehnen, die ihm den Befehl gegeben haben? Das ist das Problem. Nur das. Das folgende Wort heißt gelb. Zitrone. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Stimmt, Zitrone ist das passende Wort. Dann machen wir weiter. Das folgende Wort heißt gegrillt. Fleisch. Fleisch gegrillt. Aber nein, das ist falsch. Das richtige Wort heißt Fisch. Fisch gegrillt. 165 Volt. Hören Sie auf. Ich weigere mich weiterzumachen. Lassen Sie mich bitte gehen. Die höchste Voltzahl wäre 450, so weit wird er doch nicht gehen. Das weiß ich nicht. Irgendwann kommt das Experiment an einen Punkt, an dem sich Monsieur Despaul mit einem Problem auseinandersetzen muss. Soll er der Autorität weiter gehorchen, die ihm befohlen hat, das Experiment bis zum Ende durchzuführen? Oder soll er aufhören, weil er sein Opfer nicht mehr leiden lassen will? Despaul wird mehr und mehr von einem inneren Konflikt erschüttert, der fast unerträglich ist. Wenn er diesen Konflikt lösen will, muss er mit der Autorität brechen und den Gehorsam verweigern. Das ist der Punkt, der uns interessiert. Der Bruch mit der Autorität. Würden Sie bitte fortfahren, Monsieur Despaul? Also das folgende Wort... Einen Augenblick, Monsieur. Der rechte Arm von Monsieur Rivoli ist nicht mehr angeschlossen. Die Elektrode hat keinen Kontakt mehr. Sie müssen Ihren Schüler wieder anschließen. Warum muss ich das machen? Sie haben uns zugesagt, Ihren Auftrag korrekt durchzuführen, Monsieur Despaul. Das Experiment kommt jetzt in eine hochinteressante Phase. Der physische Kontakt. Bis jetzt wurde der Kontakt über die Technik hergestellt. Aber jetzt muss er sein Opfer anfassen. Es ist ein Mensch, der ihm nichts getan hat. Und er muss ihn berühren, um ihn weiter quälen zu können. Der Konflikt spitzt sich zu. Es regt sich ein Widerstand gegen die Autorität. Ich flehe Sie an, Monsieur. Hören Sie auf. Sie sollten sich lieber konzentrieren.
Und nicht einfach irgendetwas antworten. Wenn bloß endlich Schluss wäre, ich habe auch keine Lust weiterzumachen. Er hat mich gebeten, aufzuhören. Wie denken Sie darüber? Ich bitte Sie weiterzumachen, Monsieur Desport. Gut. Bitte hören Sie zu. Konzentrieren Sie sich, bevor Sie antworten. Ich muss Sie warnen, ich bin fast auf 200 Volt. Also das folgende Wort heißt weiß. Weiß. Sehen Sie, Monsieur Volney. Despol versucht mit seinem Konflikt fertig zu werden, indem er dem Opfer hilft. Aber wenn der Konflikt wirklich für ihn kaum noch erträglich ist, warum hört er dann nicht einfach auf? Er erkennt an, dass alles, was er bisher getan hat, Unrecht war, wenn er jetzt aufhört. Wenn er weitermacht, rechtfertigt er alles, was er bis jetzt getan hat. Sagen Sie, Monsieur, könnte man vielleicht ausnahmsweise zum nächsten Wort weitergehen? Das Experiment muss genau in der Reihenfolge weitergeführt werden, Monsieur Despol. Aber er antwortet doch nicht mehr. Es ist ihm vielleicht was zugestoßen, Sie sollten mal nachsehen. Ob das dem Schüler gefällt oder nicht, wir müssen weitermachen. Und zwar so lange, bis der Schüler die Wortpaare auswendig weiß. Hey, Monsieur! Verstehen Sie mich? Das Wort heißt weiß. Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel für mich. Ich will nicht mehr antworten. Was macht man jetzt? Sein Schweigen müssen Sie als Fehler einstufen. Geben Sie ihm also 180 Volt. Aber er fühlt sich schlecht. Ich habe Angst, dass das schief geht. Ich übernehme die volle Verantwortung. Na gut. Wenn Sie die Verantwortung übernehmen. Das ertrage ich nicht mehr. Sowas ist auch im Namen der Wissenschaft nicht erlaubt. Es gibt kein Gesetz, auf das... Aber beruhigen Sie sich doch. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Die Apparate da unten sind nichts weiter als Attrappen. Das heißt, es gibt keinen elektrischen Strom. Es gibt überhaupt keine Verbindung von dem Pult von Monsieur Despol zu dem Stuhl von Monsieur Rivoli. Aber Monsieur Despol weiß das nicht. Monsieur Rivoli ist sehr begabt, nicht wahr? Er gehört zu unserem Team. Es ist selbstverständlich, dass die Kandidaten, mit denen wir dieses Experiment durchführen, immer die Rolle des Lehrers spielen. Darum steht auf beiden Losen Lehrer. Es ist wirklich erschreckend. Das stimmt, es ist wirklich erschreckend. Wenn man bedenkt, dass Sie sich auch erst bei 180 Volt für das Opfer eingesetzt haben. Dieses Experiment ist erbarmungslos, Professor. Bei wie viel Volt hat Daslo aufgehört? Bei 405 Volt. Nehmen Sie Platz. Das ist ungeheuer. Überlegen Sie, was Sie sagen. Ich bin gezwungen, Ihnen 405 Volt zu geben. Also geben Sie sich Mühe. Viereckig. 405 Volt. Wir müssen das Experiment abbrechen. Das ist unmöglich. Das würde die Ergebnisse verfälschen. Wir müssen weitermachen. Er zeigt alle Anzeichen einer schweren Herzinsuffizienz. Wenn Sie weitermachen, kann es eine Katastrophe geben. Geben Sie ihm 405 Volt, Monsieur Daslo. Kommt nicht in Frage. Werden Sie sich erst mal einig. Sie wollen weitermachen und er will aufhören. Die Professoren miteinander besprechen, geht Sie nichts an, Monsieur Daslo. Ich darf Sie also bitten, weiterzumachen. Ich mache überhaupt nicht mehr weiter. Ich gebe Ihnen auch die $6 zurück, wenn Sie wollen, aber ich gehe nach Hause. Abbruch des Experiments bei 405 Volt. Sehen Sie, wenn die Spitze eines hierarchischen Systems sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet, wenn die Autoritäten sich streiten, gibt es keinen unbedingten Gehorsam mehr. Sind viele Ihrer Testpersonen bis 405 Volt gegangen?
Im Durchschnitt leisten 63% der Testpersonen unbedingten Gehorsam. Das heißt, dass sie das Prinzip des Experiments voll akzeptieren. Damit will ich sagen, sie gehen bis 450 Volt. Das würde also bedeuten, dass auch in einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung 2/3 der Bevölkerung ohne zu fragen und ohne zu überlegen alle Befehle ausführen würden, die sie von einer übergeordneten Macht bekämen. 3 Monate nach dem Experiment bitten wir die Kandidaten nochmal her, um ihnen die Wahrheit zu sagen und sie zu fragen, wie sie ihr Verhalten beurteilen. Ich zeige Ihnen die Reaktion von Daslow. Sie haben vor einem Vierteljahr an einem Experiment teilgenommen, das über 1 Stunde gedauert hat und dabei einen Ihnen Unbekannten mit Elektroschocks bestraft, die bis zu 405 Volt gingen. Waren Sie bis zum Ende davon überzeugt, dass die Elektroschocks nicht simuliert waren? Ja. Haben Sie nicht darüber nachgedacht, dass Sie Ihrem unschuldigen und wehrlosen Opfer gegenüber grausam gehandelt haben, Monsieur Daslow? Ich hatte nicht zu beurteilen, ob meine Handlungen grausam waren oder ob das Opfer unschuldig war. Verantwortlich waren die, die mir die Befehle gegeben haben. Ich habe die Befehle nur ausgeführt. Wenn man einem Piloten befiehlt, eine Bombe auf eine Stadt zu werfen, fragt er auch nicht, ob die Bombardierung richtig oder falsch ist. Er wirft die Bombe. Aber nehmen Sie mal den Fall eines Völkermordes. Da beschließt ein eiskalter Diktator, 5, 6 Millionen Männer, Frauen und Kinder umbringen zu lassen. Dafür braucht er doch mindestens 1 Million Komplizen, Mörder und Henker. Wie macht er das, dass man ihm gehorcht? Indem er die Verantwortung auf viele Leute verteilt. Ein Diktator braucht einen funktionierenden Staatsapparat. Das heißt, er braucht Millionen von kleinen Funktionären, von denen jeder eine anscheinend unbedeutende Aufgabe wahrzunehmen hat. Und jeder von ihnen wird diese Aufgabe ausführen. Mit Kompetenz und ohne Bedenken. Und niemand wird sich klar machen, dass er der millionste Teil eines grausamen Verbrechens ist. Die einen werden die Opfer verhaften. Sie haben nur den Befehl ausgeführt, jemanden festzunehmen. Andere verantworten den Transport in die Lager. Und dabei haben sie nur ihren Beruf als Lokomotivführer ausgeübt. Und der Lagerkommandant, der die Pforte hinter den Opfern zuschlägt, meint, er tut seine Pflicht wie ein gewöhnlicher Gefängnisdirektor. Natürlich werden die Mörder und Henker am Ende der Kette besonders ausgesucht. Aber den einzelnen Gliedern der Kette macht man den Gehorsam so leicht wie möglich. Monsieur Daslow, bei 360 Volt hat der Schüler nicht mehr geschrien und nicht mehr geantwortet. Man konnte also annehmen, er sei tot. Warum haben Sie ihn weiter mit Elektroschocks bestraft? Immerhin von 360 bis 405 Volt. Wenn er tot gewesen wäre, hätte er nichts mehr gespürt. Außerdem habe ich gedacht, dass die Professoren dieser Universität wissen, was sie tun. Warum sollte ich anzweifeln, was Sie für richtig halten? Das Verhalten Ihrer Testperson ist für mich immer noch schwer zu erklären. Sie handeln ohne Hass, ohne Zorn. Sie rächen sich auch nicht für etwas. Sie haben nicht mal die Hoffnung für das, was Sie tun, viel Geld zu bekommen. Wenn man bedenkt, dass Daslow das Opfer mit 405 Volt gequält hat, um $6 zu verdienen. Monsieur Daslow, wenn die Annonce, auf die Sie geantwortet haben, nicht von der Universität in Laillé, sondern von einer Privatperson aufgegeben worden wäre und man hätte Ihnen statt $6 $1000 Belohnung versprochen, hätten Sie dann Ihren Schüler auch mit 405 Volt bestraft? Nein. Wenn man Ihnen eine Belohnung von $10.000 versprochen hätte? Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden, Monsieur. Das Geld hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe den Professoren gehorcht, weil ich sie als meine Vorgesetzten respektiert habe. Ich habe sie akzeptiert. Das ist alles. Ich danke Ihnen.